Hallo, ich bin Olivier Boudave. And I'm Harun van Hoorn. Im Jahr 2013 starteten wir ein einmaliges Projekt mit unserem Musikverein. We made a concert that combined popular things like film, music and choir music. And we did it in front of around 1,500 persons audience. Um euch dieses Projekt ein wenig näher zu bringen, haben wir hier einen kleinen Film vorbereitet, der euch erklärt, wie dieses Projekt zustande gekommen ist und wie wir dieses Projekt umgesetzt haben. Das Projekt ist an einem Freitagabend nach einer Probe entstanden, als ein Mitglied unseres Vereins namens Lukas Reuter Harmen darauf angesprochen hat, dass wir mal ein Filmkonzert machen können, in dem wir Filmmusik spielen, während dann auf der Leinwand die passenden Filmclips zu sehen sind. Das Projekt fing an, indem wir uns gedacht haben, dass wir auch mal gerne ein Konzert mit Filmmusik machen würden. Und deswegen haben wir uns dann gedacht, wie wäre es, wenn wir ein ganzes Konzert verfilmen würden oder auch synchronisiert zum Film Musik machen würden. An dem Abend haben wir uns dann entschlossen, mal so eine Geschichte aufzuschreiben, zu schauen, welche Filme reinpassen, welche Musik man spielen kann. Und schlussendlich hat sich das dann so hoch gesteigert, dass wir uns entschieden haben, selbst zu filmen. Zumindest so weit wie es geht. Die Idee hat sich dann im Laufe der Zeit dahin entwickelt, dass wir die Musik gesucht haben und dann passend zur Musik das Drehbuch geschrieben haben. Wir, das sind Martin Heinen, Lukas Reuter, Sebastian Pero und ich, Olivier Boudave. Und ja, das Projekt ist halt mit den Musikern und mit den ganzen Ideen, die so zusammengekommen sind, immer größer geworden, sodass wir schlussendlich einen 1,5-stündigen Film hatten, den wir dann mit Musik untermalen und dass wir jetzt sogar an einem zweiten Teil am Arbeiten sind. Before a concert, there were young musicians coming over and they wanted to do something completely new. They wanted to have a video on a big screen playing while we are playing the music, and we were talking about the Adventures of Tintin by Dirk Brosset. And I thought, well, you can do better. And they made something different out of it. The only thing I said was no fireworks. I knew I could expect something from my musicians, but what they actually realized was something way further than my wildest expectations. They accomplished collaboration between music, film editing, and working together with the choir. And they did it with so much enthusiasm that they could in total reach to more than 1,500 persons. So that's only what a conductor can dream of. Bei unserer Gruppe war es so, dass die Gruppe sich im Laufe des Projektes ein bisschen verändert hat, aber dass eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer Personen zur Gruppe hinzugehörten, die bestimmte Fähigkeiten hatten, die sie in dieses Projekt einfließen lassen konnten. Da waren dann Leute, die gut schreiben konnten, die schrieben dann am Drehbuch, Leute, die gut planen konnten, haben dann die Drehtage geplant und Leute, die zum Beispiel den Schnitt beherrschen oder Computerprogramme kennen, haben dann halt am Computer gearbeitet. Also jeder hatte da seinen Aufgabenbereich, den er bewerkstelligen sollte, und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also wir zwei haben uns um Kostüme und Make-up gekümmert. Dabei ging es darum, dass wir vor den Drehtagen getestet haben, wie wir die Schauspieler schminken können, welche Kostüme zu den Schauspielern passten. Außerdem läuft vieles hinter der Kamera ab. So hatten wir zum Beispiel eine Szene, in der wir auch den Schauspieler umziehen mussten, damit er zum richtigen Zeitpunkt wieder vor der Kamera stehen konnte. Wir haben uns darum gekümmert, die Schauspieler zu engagieren, alle Leute zu informieren, die als Helfer eingetragen waren, was sehr wichtig war, da unser Team ja doch recht klein ist, um solche Projekte durchzuführen. Ja, und außerdem haben wir beide uns um die Requisiten gekümmert. Wir haben sehr viel gebastelt, haben sehr viele Ideen geholt, um Steinzeitspeere zu basteln, um eine Zeitmaschine zu basteln. Und ich denke, im Film ist das alles sehr gut zur Geltung gekommen.
Wir hatten das Glück, dass wir immer 3 Kameras zur Verfügung hatten, die wir kostenlos leihen konnten. Und diese 3 Kameras wurden für alle, ich sage jetzt mal, Bodenaufnahmen genutzt, wovon 2 immer für den Film da waren und die dritte wurde meistens als Making-of-Kamera benutzt. Zusätzlich konnten wir uns einen Raum mieten, in dem sich ein Bluescreen befand, den wir dann auch genutzt haben, um 2 Aufnahmen zu machen, einmal in der Oper und einmal am Ende in einem Konzertsaal, weil es halt anders nicht möglich war. Eine meiner Aufgaben bestand darin, beim Filmen zu helfen. Und zwar haben wir eine Szene im Pub gedreht und da hatte ich die Möglichkeit, die Steadicam zu führen. Das heißt, die ganzen Szenen im Pub durfte ich filmen. Das war eine tolle Herausforderung für mich. Das große Highlight war dann wahrscheinlich die Luftaufnahme mit einer kleinen Drohne. Und da hatten wir dann jemanden im Verein, der das gemacht hat und das war eigentlich schon super interessant für uns. Die Szenen wurden eigentlich immer wieder durch das Team geplant. Jeder konnte seine eigenen Ideen einbringen. Schlussendlich haben wir vielleicht 20% übrig behalten von dem, was ursprünglich geplant wurde. Zuerst muss mal geschaut werden, wo kann man überhaupt drehen, wo hat man Möglichkeiten, die Szenen so darzustellen, dass sie auch gut im Film rüberkommen. Dazu haben wir jetzt erst einmal die Drehorte besichtigt. Und dann muss man natürlich auch beachten, dass wir nicht so viele finanzielle Mittel haben und auch nicht unendliche Manpower. Und deshalb ist es immer sehr wichtig, dass wir viele Leute haben, die uns helfen, weil alles bei uns in der Freizeit passiert. Und so kann es passieren, dass aus einem nackten Raum eine Arztpraxis entsteht mit einem Wartezimmer, mit Lesemöglichkeiten und so weiter. So wurde zum Beispiel auch aus einer modernen Schule eine Schule aus dem 20. Jahrhundert. Während der Dreharbeiten standen wir plötzlich vor einem Problem. Wir mussten eine Steinzeithöhle ausfindig machen. Dies ist in unserer Gegend aber sehr schwierig gewesen. Dann haben wir uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, das muss auch anders gehen. Dann habe ich den Vorschlag gemacht, wir suchen uns einfach irgendwo eine Felswand und dann versuchen wir diese dunkle Höhle mit Plastikplanen darzustellen. Daraufhin haben alle mich ausgelacht, weil jeder dachte, das funktioniert doch niemals. Und am Ende im Film haben wir gesehen, dass das funktioniert und dass man aus kleinen Ideen und wenig Material doch tolle Effekte erzielen kann. Die Drehtage haben sich super gestaltet. Wir hatten ein fantastisches Organisationsteam, das sich hervorragend um das ganze Set gekümmert hatte. Beispielsweise war immer genug zu essen oder zu trinken am Ort. Vor der Kamera zu stehen war eine ziemliche Herausforderung. Vor allen Dingen musste man sich einmal in diese Rolle hineinversetzen, wobei wir als Schauspieler, also zumindest wenn ich für mich spreche, sehr viel Erfahrung sammeln konnten. Ja, spannend fand ich vor allen Dingen, dass wir die Texte abändern mussten oder ein bisschen improvisieren mussten, weil wir die Texte noch nicht so schnell verinnerlicht hatten. Und dadurch kam es zu Improvisationsmöglichkeiten, die wir dann versucht haben als Schauspieler zu meistern. Das war eine Herausforderung. Also für das Konzert mussten wir natürlich dann auch die ganze Technik planen, das heißt eine Leinwand besorgen, die Kameras, ja, sowie die ganze Ausstattung für das Konzert. Und wir haben zu Beginn mit 250 Leuten gerechnet, wo es am Ende dann 600 wurden. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen gehabt auf den Saal, der musste erweitert werden. Alles, was nicht mit den organisatorischen Sachen, also was Film betrifft, zu tun hatte, da konnten wir wirklich als Planungsgruppe auf die beiden Dirigenten zurückgreifen, die das wirklich miteinander gut geplant haben. Wir haben da uns doch 5-mal mit dem Chor zusammen getroffen, dass wir da wirklich auch diese Stücke auf höchstem Niveau dann auch präsentieren konnten und das hat wirklich wunderbar geklappt. I had a lot of sleepless nights, as normally with accompanying films with a live orchestra you have a click track. I just had a chrono going on my screen, and that was quite stressful as I needed to figure out my tempos myself. So
I spent the last week next to my other jobs and spending time in front of my camera conducting a non-existing orchestra. So I was very glad when it was finally over and we made it to the end. Also ich fand, der erste Teil war schon ein super Teil. Da war ich ja noch nicht im Planungsteam, aber hat trotzdem viel Freude bereitet, allein schon bei den Drehtagen dabei gewesen zu sein. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass ich von A bis Z mit im Planungsteam bin und maßgeblich am Projekt beteiligt bin. Ich fand es sehr beeindruckend zu sehen, dass Jung und Alt gemeinsam an dem Projekt teilgenommen haben und dass wir so etwas zustande bringen konnten. Also dieses Projekt war für mich eine tolle Erfahrung. Wir haben sehr viel Neues gelernt. Wir standen auch sehr häufig vor Herausforderungen, die wir aber mit unseren kleinen Mitteln dennoch toll gemeistert haben. Und ich glaube, diese Erfahrungen, die wir damals gesammelt haben, die helfen uns jetzt auch im zweiten Teil. Und ich bin stolz darauf, auch dieses Mal im Planungsteam dabei zu sein. Und es liegt wieder eine tolle Zeit vor uns. Also das Projekt hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte als Schauspieler vor allen Dingen sehr viel Spaß vor der Kamera. Ich habe mich königlich amüsiert, manchmal auf Kosten meiner Mitkollegen und Mitschauspieler. Ich würde es jederzeit wieder machen. Man hat mich ja schon gefragt, um im zweiten Teil wieder mitzuwirken und da habe ich auch schon zugesagt und ich bin auch wieder mit dabei. Und ich freue mich schon darauf, den zweiten Teil wieder mit aufzuführen. Was mich sehr fasziniert hat, war, dass wir halt diese beiden großen Bereiche, von denen ich ein riesengroßer Fan bin, also Musik und Film, in so einem Projekt vereinigen konnten und gleichzeitig auch anderen Menschen diese Branche näher bringen. Das heißt, da waren welche, die hatten überhaupt keine Ahnung, wie es zum Beispiel so abläuft, einen Film zu drehen und die waren dann danach total begeistert. Also das ging von, ich glaube der Jüngste war damals 8 Jahre und der Älteste war 83 und es war halt wirklich schön, diese riesengroße Gruppe zu sehen, die zusammenhielten, um halt aus diesen beiden, also aus der Film- und Musikbranche, ein einzig großes Projekt zu machen. Und das war für mich eigentlich das Schönste an dem Ganzen. Ich kann schlussfolgernd noch dazu sagen, dass ich es super fand, wie toll der ganze Verein zusammengearbeitet hat, um so eine tolle Leistung auf die Beine zu bringen. I think this project was something very good for my band, for our band, as it brought everybody together. Everybody, and this was the unique aspect of the band, everybody was brought together, filming together, acting together, organizing together, getting everybody together, playing together, being proud of what we accomplish at the end, and being proud after the concert, having a little beer with the spectators that were full of emotions and proud of us. Also an Destiny fand ich interessant, dass man ja auch mal außerhalb der normalen Vereinsproben andere Aktivitäten machen konnte. Man konnte mal was ganz Neues machen, wie Drehbuch schreiben oder Drehtage planen. Und ja, und man lernte auch die Leute vom Verein mal nicht nur an der Probe kennen, sondern auch mal ja, außerhalb des normalen Vereinslebens. Also wir haben sehr viel gelernt, sehr viel Menschliches gelernt, sehr viel im Umgang mit den Leuten, auch Leute überzeugen, weil es sehr viel Kraft gekostet hat und man immer alle motivieren musste. Aber zu guter Letzt eine super Erinnerung und facettenreiches Lernen. Mich hat das Projekt persönlich sehr stolz gemacht, zu sehen, was ein Verein, der doch eine schwierige Phase hinter sich hatte, dann für ein Projekt auf die Beine stellen kann, wo man gesehen hat, es gehen ein paar Leute vorne dran und der ganze Verein zieht. Thank you for watching this presentation of the
project Destiny. I hope you enjoyed it, and now we're off for preparing the second one. Thank you very much.